Rosemarie, du bist heute freischaffende Künstlerin mit einer beeindruckenden Ausstellungsbilanz. Aber dein Weg hat eigentlich ziemlich anders angefangen. Mit der Mittelschule, mit Praktikenlehre. Würdest du mal schildern, wie das eigentlich gekommen ist? Also ich bin in die Mittelschule in den 50er Jahren. Und da hat es 3 verschiedene Möglichkeiten gegeben. Die sprachlich, die naturwissenschaftliche und das Lehrerseminar Schaffhausen. Und ich war in der naturwissenschaftlichen Abteilung 3 Jahre lang. Und alle Leute, die dort waren, sind sehr mathematisch interessiert. Und das hat mir nicht so gefallen, weil die zeichnerischen Fächer oder auch, es könnte auch Werke sein oder das geometrische Zeichnen hat es noch gehabt, das hat mir gefallen, aber sonst ist das wie zu kurz gekommen, der ganze musische Bereich, natürlich zugunsten von Naturwissenschaft oder auch Sprache, dann in der Sprachabteilung und Seminar habe ich nicht wählen, ich wollte sicher nicht Lehrerin werden, auch da hat mir die Erfahrung von der Schule, glaube ich, schon genügt als Lehrerin. Also Lehrerin und Zahnarzt war nicht gut. Damals als Kind oder Erwachsenwerdende. Und ich bin in der Berufsberatung so beraten worden, dass ich, nachdem ich so erzählt habe, was ich gerne mache, hat sie mich eher auf Innenraum oder etwas mit Material gestalten geleitet. Und da ist mir dann Innenarchitektur wahrscheinlich auch ein bisschen nachgekommen, weil es ist vielleicht der persönliche ist mir letztens in den Sinn gekommen, weil meine Geschwister, die sind viel älter als ich und haben in dieser Zeit so wahnsinnig fest müssen über ihre Aussteuer und über ihr Wohnproblem mit dem Partner. Die haben alle gerade geheiratet in dieser Zeit, als ich so 16 war. Und ich wollte doch wahrscheinlich daran teilnehmen, nur schon schwätzen mit diesen Grossen, oder? Und habe dann das so für mich gepflegt auch. Das ist vielleicht noch ein persönlicher Einschub. Und dann habe ich zuerst eine Stelle gesucht, auch bei der Wohnhilfe Zürich hat es Trüninger gegeben, wo mich dann Frau Trüninger, ich weiss nicht mehr wer, genau, wo gesagt hat, sie hätten für Bauzeichner keinen Platz. Und dann habe ich aber doch Tapezierlehre in Aussicht gehabt, weil ich denke, das ist eigentlich mit Material gerade so gut, wo im Raum so einen Einfluss haben. Und das war in Basel eine Firma, die sehr traditionell geschafft hat, also für die Basler Gesellschaft, die sich so eingerichtet hat damals mit so Vorhängen. Und das Grösste, was wir gemacht haben, ist für ein Kino ein neuer Sammetvorhang. Das hat mir sehr gefallen. Das sind grosse Dimensionen gewesen. Und sonst hat es viel für mich jetzt in Erinnerung sind so Kabinenvorhänge aus Sammet für den Feldbausch, wo man frisch Ringli annähen musste. Das war eine harte Arbeit und auch hat mich nicht gebraucht auf eine Art. Ich bin nicht gebraucht worden, wenn man es so sagen kann. Und als ich dann mal gefragt habe, ob ich schauen darf, wie das aussieht in einer Wohnung, wo man einen Vorhang aufhängt, hat mir der Lehrmeister gesagt, das komme erst im 3. Lehrjahr dran. Und das hat für mich natürlich gerade den Ging gegeben, mich anders zu orientieren. Dass ich unterfordert bin, habe ich schon gemerkt. Aber ich bin körperlich oder auch manuell bin ich nicht unterfordert gewesen. Es ist nur wahrscheinlich habe ich geistig oder wie man dem sagt, zu wenig Anlass gehabt, mich einzubringen. Und bin dann
die Aufnahmeprüfung gemacht in die Kunstgewerbeschule Zürich und habe da die Lehrstelle gekündigt. Das ist damals, tut man die Lehrstelle nicht kündigen in den 50er Jahren. Das ist nicht so wie heute, wo man jetzt so geht. Und dann habe ich die Prüfung bestanden, das war auch gut gewesen, und bin dann in den Fahrkurs. Und im Fahrkurs, das war eigentlich mein schönstes Jahr, das war wie eine Erlösung. Dort war eigentlich in einem ist und dass das auch Schaffen ist, nicht nur einfach so ein Daheim tun, sondern dass in der Schule anerkannt wird als Potenzial. Und das hat mir eigentlich dann den Weg gegeben im Fahrkurs und auch mit der Beratung von dem Lehrer, das war der Walter Binder, also der Vater von Hannes Binder. Der hat, glaube ich, die Schüler ganz gut gesteuert, also beraten. Da habe ich dann die Aufnahmeprüfung gemacht in Innenausbau. Und das war wieder eine Frage, weil die meisten Bauzeichner an diesen Prüfungen, die gekommen sind, die haben zuerst mal einen Rand gemacht um das Papier, um den Plan, den man gezeichnet hat. Und dann haben sie angefangen. Und da bin ich schon verschrocken. Also auch, weil ich keine Bauzeichnerlehre hatte. Also das Zeichnen habe ich nicht so gekannt. Und musste da nacharbeiten. Und die anderen Frauen hatten Matur. Und Dora Chiamati war noch dabei, da weiss ich noch. Wir zwei waren in der gleichen Klasse und haben dann miteinander Prüfung gemacht. Und so die Bauzeichner sind natürlich als Fortbildung von ihrer Lehre gekommen. Wir waren eigentlich in der ersten Bildungsstufe oder? Und haben da ein bisschen gestaunt, aber ich bin durchgekommen. Dora auch. Wir waren im Ganzen 8 von 64, das weiss ich noch. 8 Frauen von 64? Nein, 8 sind angekommen. 2 Frauen oder 3 Frauen und 5 Männer, glaube ich. Es hat sich immer wieder mal gewechselt. So. Aber die Auswahl war ziemlich streng. Man konnte also nicht wie im Poli nach der Matur einfach reinsitzen, sondern musste sich beweisen und auch die Berufserfahrung hatte ich einfach nicht. Und dann, der Klaus war auch dabei als Bootsbauer. Man hat dann natürlich einen anderen Kontakt aufbauen, weil er ist so mit selber gemachten Höbel auftreten, oder? Und seine Materialkenntnisse haben natürlich viel gefördert, und dann war er auch ein eigener Typ innerhalb dieser Bauzeichner, die eigentlich nicht mit Material zu tun hatten. Es hat noch einen Schreiner gehabt. Also eine Vielfältigkeit eigentlich, und das war schon gut auch für mich zum Arbeiten. Hast du dich denn gerade auf irgendetwas spezialisiert, oder hast du das Gefühl gehabt, das ist eben, du redest jetzt, die einen haben das Material gehabt, Schreiner, Bootsbauer. Hast denn du auch gerade irgendeine Richtung für dich herausgespürt? Ich glaube es nicht. Ich glaube, ich musste einfach mal schauen, wie das alles geht. Ich hatte den Vorteil, dass ich den Vorkurs hatte und eigentlich in verschiedenen Sparten von gestalterischen Berufen konnte mich betätigen in der Schule oder konnte reinschauen. Und die anderen, die an der Prüfung waren, sind natürlich gerichtet gewesen. Ich will das. Und ich habe da verschiedene Möglichkeiten prüfen und habe gefunden, ich will das am liebsten. Aber eigentlich ohne den sattelfesten das Selbstbewusstsein, das man in einem Lehrabschluss überkommt. Also jeder, der eine Lehrstifte hinter sich hat, ist so, jetzt mache ich noch eine Weiterbildung. Oder? Und ich hatte eher das Gefühl,
ich mache jetzt noch eine Ausbildung. Eben, die anderen sind vielleicht schon so ein bisschen definiert gewesen, Ja, einen Weg gehabt. ja. Und du hast einfach eine Plattform gespürt Ja. mit ganz vielen Möglichkeiten, die Ja, bis anhin... wo ich mich könnte Genau. betätigen, aber ich bin weiter nicht. Darum bin ich wahrscheinlich auch wieder weg davon. Nach meinem Ausbau kann sein. Also. Aber du hast ja dann, wenn ich das richtig verstanden habe, also du hast die Schule fertig gemacht in Zürich mit dem Diplom und dann bist du aber auf Wien gegangen. Ja, da bin ich zum Auböck. Und der ist sehr handwerklich affin und auch, dass er Junge fördert. Also, ja, und er war aber Architekt. Wir haben dort so Wohnblöcke gebaut oder gezeichnet mit Stegenhäusern. Und, ich musste dort jeden Tag ein Möbel zeichnen. Eine Idee haben für ein Möbel. Und das ist wieder nach der Schule, wo man so gelernt hat, selbstkritisch zu sein beim Herrn Guhl, Willi Guhl. Das haben wir also gelernt. Man tut sich immer wieder überlegen, wie etwas anders, besser gemacht werden und stimmt jetzt das und ist das Graue das Richtige? Und also die Selbstreflexion, für das haben wir viel Zeit also gehabt. das kritische Hinterfragen ja, von der das kritische eigenen... Hinterfragen. Und dann zu Wien hat er einfach gesagt, mach mal und erfinde einen Auszugstisch. Und dann habe ich halt einen Auszugstisch gezeichnet. Und nebenbei habe ich noch so Grundriss und Schnitt gezeichnet von so Blöcken. So. Ja. Aber ist Das es war auch ein eine Jahr Förderung von dem Auböck, oder? Ja, es war halt auch Ausland. Es war Wien, Großstadt. Es war allein. Und es hat auch einen Aufbau zu anderen Leuten einfach gebraucht, wenn man mit diesen Wiener ist, zu Mittag essen. Also es ist eine Lebenserfahrung. Ja, wie sagt man das? Schule. Eine Schule. Lebensschule. Ja, ja. Hat einfach mal fort von daheim. Oder Zürich war noch aufgehoben mit all diesen Studenten, wo man da so zu Mittag gegessen hat miteinander oder Blödsinn gemacht hat oder zu Abend ins Kino ist oder so. Ist dann das Zimmer bei einer Gräfin, verarmten Gräfin, die Zimmer vermietet hat. Und mit der war man aber du. Man ist nur mit der Zudienerin, die am Morgen zum Morgen gebracht hat, ist man per se gewesen. Das ist, weil man auf dem gleichen Level war. Sie hat mich also auf dem gleichen Stand wie sie angeschaut, dann ist man per Du. Aber die Dienste sind im Stand unten dran, dann ist man per Sie. Das sind so Erfahrungen, oder, wo so ein Schweizer Mädchen nur zu Wien. Was hast du denn von Wien, oder wie lange bist du in Wien und was hast du denn mitgenommen? Etwa 3/4 Jahre. Und was hast du mitgenommen, dann, wo du wieder Eigentlich zurück bist? habe ich schon die Loos und Wagner und die wie heisst das? Sezession. Und dann die Wiener Werkstatt mit der Vater vom Auböck war ja Gürtler und eine Art Designer hat also verschiedene Objekte gemacht und auch aus Lederzeug, dass da wieder ein Kunstgewerbe oder wie man dem soll sagen, kunstgewerbliches Gestalten oder so. Das hat mir noch Eindruck gemacht. Und auch die Kaffeekultur natürlich, wenn man alleine ist. Oder dann sitzt man so in ein Kaffee rein und isst dort etwas Kleines. Und als junge Frau? Ja. Der 50er Jahre? Ja. 60er Und Jahre. geht dann wieder ins Zimmer zurück. Und ja, ist ja so. Einfach das Alleinsein war dort zu Wien. Und dann bin ich aber zurückgekommen, weil mein Vater, also ich hatte dann den Klaus mich mal besuchen, war schon so im Spiel gewesen. Und mein Vater war krank gewesen, dass ich daheim sein wollte. Er hatte Krebs gehabt, so in der letzten Zeit. Und da wollte ich als jüngste Tochter daheim sein, dass meine Mutter jemanden noch hat. Und bin dann von Zürich aus noch von Schaffhausen aus auf Zürich arbeiten zu Guhl-Lechner und Philipp und habe dort auch so Pläne gezeichnet. Also nicht Innenausbau, sondern Stegenhäuser und
was halt so gibt. Also du hast dann, wenn du zurückgekommen bist von Wien, wo es auch viel um Möbel, aber auch Architektur, hast du beruflich wieder ein bisschen in der Architektur geschafft? Habe ich geschafft, ja, aber nur zum Arbeiten. Einfach zum Brot verdienen? Zum Brot verdienen und ja. Und dann ist da die Phase vom Heiraten gekommen und vom Tod von meinem Vater und sich neu orientieren. Also dann in Tessin zum Schnebli arbeiten, ist mein Mann, der Klaus. Und ich habe dann auch ein bisschen dort gearbeitet, aber immer so ein bisschen. Ich war dort noch so halb daheim durch den Umstand, dass mein Vater gestorben ist, konnte ich also nichts selber entwickeln. Es war auch nicht Zeit. Also der Schnebli hat den Klaus gebraucht und nicht mich. Oder so. Also anders als in Wien? Anders als in Wien, ja, ja. Und das hat auch dazu gehört. Er hat so ein bisschen etwas aufbauen oder so für sich. Und dann, dann sind wir auf Wohlen gekommen und dort Wohlen ist natürlich so ein Dorf im Kanton Aargau gewesen. Dort hat der Klaus Bauführung gemacht und ich war auch so daheim gewesen. Und dann sind die Kinder gekommen. Also da ist man einfach absorbiert. Also, Aber wenn du sagst, der Schnebli hat jetzt der Klaus wählen und der Architekt, du bist ja auch Innenarchitektin, ihr habt ja die gleiche Ausbildung gehabt. Ja, aber ich habe mich nicht können, das waren 3/4 Jahre gewesen. Und da bin ich eben noch ziemlich viel aufgeschafft. Ich habe mich nicht kontinuierlich etwas eingeben. Ja. Ich habe schon für den Schnebli etwas gezeichnet, aber dann, das war eher Goodwill, glaube ich, vom Schnebli. So kann ich mir vorstellen. Dort war so eine hin- und hergerissene Situation. Und nach Wohlen, also da sind beide Kinder, 2, auf die Welt gekommen und ich hatte noch eine Embolie, also ich bin richtig... Und die Kinder sind relativ kurz nacheinander gekommen? Also du hast ein Jahr auseinander und zwischendurch die Embolie. Und ich merkte auch erst jetzt, dass das ein ziemlicher Krampf war. Also ich habe schon alles gemacht, oder? Man ist ja jung und macht das, aber jetzt nachträglich ist es schon einfach, habe ich das leisten für die Kinder. Und in Zürich, dann, wo der Klaus als Poli ist, auch. Aber dort habe ich gemerkt, dass ich nicht die sein, die das Telefon abnimmt und Brief schreibt. Weil zwischen den Kindern Kinderarbeit gibt es ja immer so kurze Zeiten, oder, wo man gerade praktisch Buchhaltung machen kann oder einen Brief schreiben oder und vor allem, wenn man den gleichen Beruf hat. So. Und da habe ich gemerkt, dass ich das nicht will. Weil dann würdest du so in ein Fahrwasser... Ja, dann wäre ich eben die vom... Genau. Ja. Und da habe ich irgendwie gecheckt, dass das... Und habe dann ganz mit einfachen Sachen angefangen, also mit Spielsachen für Kinder, so Zusammensetzspiele machen oder Lotto oder einfach etwas, ein Projekt, das ich von A bis Z begleiten konnte. Das ist also notgedrungen oder wegen der Umgebung, weil es so war, mit dem, wo ich am meisten konfrontiert war, mit diesen komischen, lustigen Geschichten, die die Kinder einfach machen. Ganz normal habe ich mich denen so, wenigstens von dieser Vorstellung, dass ich die Frau von jemandem bin, der eben also in der Karriere zügig für sich ist, bin. Oder das hat mich habe ich schon einen gehabt. Eben, dann hast du gerade den Rang verwirrt und gesagt, du gehst nicht ins Fahrwasser. Also das ist, ich habe mich schon gefragt, warum habt ihr nie zusammen gearbeitet? Ja. Aber wenn er wie auf einer anderen Spur war als du, dann hättest du die zweite gemacht, oder? Ja, klar. Ich hätte immer geschaut, dass es ihm gut geht. Also das mache ich ja so. Aber also ich wäre dann so wie eingespult mit den Kinderzeugs und Sachen und dem Mann sein Zeug und Sachen. Und da habe ich mich ein bisschen mit diesen Spielsachen für Kinder habe ich mich
abgrenzen. Und habe dann auch für die Pastorini die 3-stückige Zusammensetzspiele gemacht und Marionetten für eine Firma in Norddeutschland. Also du hast das an einem gewissen Sinn professionalisiert? Ja, ich habe es dann probiert. Also es ist natürlich verrückt, wenn man in den Markt reinkommt, wo alles so von Ravensburg mit so billigen Sachen und mein 3-schichtiges Zusammensetzspiel aus Sperrholz und von der Burg Hölzli Aussenstation gesägt mit einer schönen Holzschachtel kommt dann zum Pastorini für 58 Franken. Oder? Und ich habe irgend 3 Franken dran oder so etwas. Also es hat einfach eher mir geholfen, mich langsam zu lösen von dem Innenausbau oder Innenarchitekturgedanken, wobei die Vreni mir noch so Aufträge hat, um für Frauenzeitungen Artikel zu schreiben. Und scheint habe ich das können. Ich weiss nicht, wenn ich ich habe die Artikel gelesen. Also es ist über Leuchten oder Einrichtung von gewissen Teilen von der Wohnung und so, oder mit den Vorhängen. Also schon sehr ein innenarchitektonischer Zugang, aber auch mit dem Auge der Nutzerin. Also immer so das Praktische und das Können selber machen. Das sollen können selber machen. Ja. Genau. Ja, das hat mir noch geholfen in dieser Zeit. Ja, das war gut. Aber dann hast du dann doch einfach von dem selbermachen mit den Spielsachen, die aber auch können vermarkten, verkaufen, doch noch die Kurve dann gemacht, so Richtung F&F oder Richtung Ausbildung? Ja, ich glaube, also wenn es die F&F gegeben hätte in den 50er Jahren, wäre ich eine F&F-Schülerin gewesen. Also aber du bist dann wohin gegangen? Ich bin dann erst so in den 70er Jahren bin ich noch zum Serstaufer. Aber das sind so Kurse so zur Abend, 2-mal oder 1-mal in der Woche oder mal am Samstag, etwa 4 Jahre lang. Und noch zu anderen Kursen. Also ich habe den F&F während dem Kinderhaben eigentlich gebraucht, um mich dann auch ganz abzusetzen mit künstlerischen Arbeiten. Das hat erst im 79 habe ich mich dann so ein bisschen getraut, ganz frei zu arbeiten. Ja. Ja, nein, schon voran, weil im 79 habe ich dann angefangen Schule zu geben. Da hat der Nachbar hat Gewerbeschule gegeben. Und er hat gesagt, da brauche ich noch jemanden, ob ich mitmachen würde. Er hat Zeichnen gegeben. Und dann habe ich eine Zeit lang Gewerbeschule gegeben mit diesen Bauzeichner-Lehrlingen. Und dann ist das mit der Schule von Basel gekommen. Der Klaus war dann dort Dozent und hätte Freihand zeichnen und Farbenlehre geben. Und das hat er mir dann gesagt, ich soll das doch machen. Und dann habe ich das Fach, da habe ich auch wieder gefunden, Gottfried Stutz, jetzt zeichnen die Leute schon 10 Jahre und wissen eigentlich nicht, warum das zeichnet. Also die Bauzeichner haben eine Bauzeichnerlehre hinter sich und haben schon in der Primarschule irgendwelche Leiter müssen zeichnen oder was da gemacht worden ist. Also das Freihandzeichnen man muss doch einmal merken, warum oder was man zeichnet, und hat dann das Fach umgenannt, dass es mit Wahrnehmen zu tun hat und mit dem, was man wahrgenommen hat, dass man das darstellen kann. Und ob man das jetzt mit Musik oder mit Zeichnen oder mit Fotos oder mit einem plastischen Element macht, aber man muss zuerst einmal schauen und das, was man sieht, eine Meinung bilden und die Meinung über ein Medium anbringen für andere. Und wie ist das angekommen? Es ist gut angekommen. Also bei den Studenten ist es gut angekommen. Sehr gut, dass die so ein bisschen Konflikte hat
wenn sie für mein Fach mehr gearbeitet haben als für das Hauptfach. Weil die Dozenten hätten immer schaurig gern gehabt, dass die Nebenfächer so würden bei einer Aufgabe, die die Studenten haben, würde die Aufgabe übernehmen auf ihr Fach. Oder dass es so würde. Also wir alle nehmen alle Fächer. Und das ist ja bei Bauphysik zum Beispiel etwas anderes, wenn man Konstruktion ausrechnen muss. Aber beim Freihandzeichnen oder bei dem Wahrnehmen habe ich eigentlich eher die Persönlichkeit, den Ausdruck von jedem Student fördern. Oder ihnen auch Mut machen, sie sollen jetzt nicht so wie der Chef zeichnen. Es ist, also viele sind schaurig darauf eingestiegen und dann hat es aber solche gegeben, die die Aufgaben nicht ernst genommen haben. Also weil die Aufgaben sind so einfach waren. Zum Beispiel mussten sie einander gegenüber sitzen und ihnen einem anderen den Schulweg erklären. Wie von seiner Wohnung bis in die Schule. Was sehen Sie da? Was ist da wichtig? Und da haben sie sich so ein bisschen wie in der Primarschule vorgekommen. Ist nicht wie zu wenig anspruchsvoll Ja, gewesen? dann musste ich ihnen natürlich sagen, dass sie jetzt älter sind und viel mehr beobachten und nochmal nachschauen, nachgeben, skizzieren nochmal oder einen Weg zeigen, denen, die das Gefühl haben, ich will doch jetzt lernen, akademische, also Aktzeichnen oder so. Schön zeichnen will man doch können. Und mir hat das gar nicht, ist nicht meine Idee gewesen. Und die Aufgaben haben sich dann auch langsam den Räumen angepasst. Einmal mussten bei einem Kollegen im Raum, wo der lebt, hat ein anderer eine Installation machen. Sie kann ganz klein sein oder groß. Also wenn eine Intervention im Raum in einem anderen Zimmer. Und das war eindrücklich für die Studenten. Das haben sie nicht vergessen. Haben Sie denn das, also Sie haben das gemacht dort und haben Sie es dann abzeichnen oder fotografieren oder wie ist denn das Resultat? Sie mussten es präsentieren. Wir haben dann eine Reise gemacht von einem Ort zum anderen, wo jeder musste erzählen, was er gemacht hat. Und da sind wir so in die noch daheim gewohnt haben, die haben so ihr Kinderzimmer noch, hatten so versteckte Teddybären und so gehabt. Und die anderen in der WG haben schon ihre Probleme mit der WG-Abgrenzung in ihrem Raum gehabt. Und das hat man alles ist dann viel stärker zur Geltung gekommen, weil ein Fremdkörper von einem anderen, der da gesehen hat, drin war. Also das war zum Beispiel so eine Arbeit, die sich über ein Vierteljahr oder so dehnt hat mit der Vorbereitung und dem Machen und dem drüber reden und so. Aber man spürt da vielleicht schon auch noch so ein bisschen den Ansatz von der Innenarchitektin raus, die Auseinandersetzung im Raum. Und ich nehme an, du bist gleichzeitig dort schon auf deiner künstlerischen Ebene tätig gewesen. Ja, ich glaube, ich hätte nicht eine Schule geben, ohne dass ich nebendran gekunstelt hätte. Und umgekehrt. Also die Schule hat mir auch das finanziell ermöglicht, so zu kunsten. Also nicht als Frau, sondern das ist alles, ich selber managen. Und ideell natürlich auch, das ist klar. Das hat viel Anregung gegeben, auch dass man schwätzen mit den Studenten. Als Künstler ist man ja ziemlich still. Also, genau. Ja, und ich musste mich ausdrücken, viel dort. Und hören, was die Studenten bringen. Also, das war schon gut für mich. So. Magst du dich noch erinnern so an deine ersten Kunstwerke, die du ausgestellt hast? Was ist denn? Ja, das erste ist so das Ankommen hier auf dem Land, die Scherz. Ist so wahnsinnig romantisch gewesen alles. Es hat
da hinten noch keine Häuser gehabt, sondern es sind einfach Felder und hinten dran die Habsburg. Und dann hat es etwa die Kühe gehabt, oder es hat Sonnenblumenfelder gehabt. Und da hat es ja da die Fabrik von der BBC. Da bin ich gerade froh gewesen, dass da vorne eine Fabrik hat, dass man noch so ein bisschen bei den Leuten ist. Sonst war es wahnsinnig romantisch nach Zürich, nach dem Aufenthalt in Zürich. Und dann habe ich so Kästchen gemacht. Da hinten ist eins, so Spiegelkästchen mit so romantischen Szenerien. Weil die Buben haben dort eben gleichzeitig diese Bahnanlagen aufgebaut und dann bin ich in so Läden gekommen mit so komischen Figürchen und habe dann die für mich gebraucht, um da die so Fallerdörfli? Ja, so Inszenierungen zu machen. Und da ist auch dann sind die grossen Gipsbäume gekommen, die oben sind in der Stube, da, die prächtige Alt ist da. Und so sind dann ein bisschen grösser geworden, die Kisten. Und dann ist draußen ein grosser Baum geworden, der 48 Windsäcke hatte. Und auf der Garage gestanden ist, da hat mir der Förster einen Buchen gefällt. Und ich musste dann die Rinden abnehmen. Und dann ist der immer wie so ein Christbaumständer gestanden. Und dann haben wir mit so, wie sagt man dem, Fahnenaufzugsseile haben wir die Windsäcke aufgezogen, dass die waren wie ein grüner Laub oder grüne Blätter. Und der war etwa 10 Jahre da oben, bis alle Windsäcke verrissen sind. Aber die Windsäcke sind eben voran schon zu gewesen. Und das sind die. Das war eigentlich das Erste gewesen. Ziemlich vom Kleinen bis ins Grosse. Und sehr naturbezogen. Also du hast reagiert auf deine Umwelt, die du da ja, auch auf die Persönlichkeit. Es hat noch viel mehr Bäume gehabt, wo wahrscheinlich sind das 9 Bäume für die Leute, die auf dem Feld geschafft haben. So einzelne, wo denen so gespässige Figuren überall hat, so einzelne Bäume gehabt. Und die sind jetzt alle weg, weil wir mit der Maschine durch muss. Aber da ist nach der städtischen Erfahrung von Zürich ist das da wie auch so eine andere Welt gewesen einmal, oder? Aber nachher ist es relativ immer abstrakter geworden, sehe ich das richtig? Ja, nachher habe ich mich immer mehr gelöst vom Familiären oder von der Umgebung, was ich gesehen habe. Aber es ist trotzdem immer noch das da. Also die nächsten Materialien sind mir wichtig. Ich muss da nicht irgendwelche komplizierte Plastik, Polyesterfiguren bringen, um überhaupt Kunst. Also mir langt eben Stoff oder Latten oder Acrylfarbe oder Holz oder Papier-Mâché oder was es ist. Also ich habe immer noch die Nähe Material, also Blech und auch geht noch dazu, aber ich muss nicht suchen, so kompliziert weit fort. Auch mit Video, also dass ich jetzt nicht Performance machen muss. Ich tue da, wenn ich es brauche, schon. Also auf der Schule war genug Performance, habe ich das Gefühl gehabt, mit dem Lehrplan oder dem Fach, das ich mir eigentlich selber aufgebaut habe. Das ist, nachher hat es dann, ich glaube, in anderen Schulen auch so diese Fächer gegeben. Also Vreni hat das in Winterthur auch so gepflegt. Und an der Schule, da habe ich mir, glaube ich ein exotischer Vogel, glaube ich. Also wenn man jetzt würde sagen, wo treffen sich Künstlerin Vogt, die Objektkünstlerin und die gelernte Innenarchitektin, ist das im Material, ist das in Auseinandersetzung mit dem Raum oder wo? Ja. Wo würdest du das
Ja, ansiedeln? Also ich tue immer schon gerne räumlich im Raum arbeiten. Und das war früher noch schon grosszügiger gewesen, als dass ich jetzt kann. Das ist einfach altersmässig. Nicht mehr so eher Kurzgeschichten schreiben als Roman. So. Aber jetzt da bei dieser letzten Arbeit, in diesem Raum haben wir etwa 4 Mal schon ausgestellt. Und der Boden ärgert alle Künstler und ich finde den eben gut. Ich brauche den immer als Anlass zum Was ist denn für ein Boden? Es sind Klinkerplatten, so Tonplatten, so die roten, die man in den 70er Jahren gemacht hat, oder? Und dann weisse Wände. Und einmal habe ich eben die Bündel, die ihr hier oben gesehen habt, wahrscheinlich, es ist also ein Gartenhag rund um den ganzen Boden leer gelassen. Das war eine Arbeit gewesen, aber die Latten von denen, das sind 97 so Bündel gewesen, die da rundherum waren. Und die Latten habe ich wieder auseinandergenommen und habe dann so Objekte gebaut, wie, also das ist jetzt auch eine Fortsetzung, wie das da hinten, der Turm, aber lauter so möbelartige Objekte aus diesen Latten, die sind alle verbraucht, außer denen da oben. Und das Zweite war, dass ich am Boden Papierbändel gelegt habe, etwa wahrscheinlich 6 mal 6 Meter. Also der ganze Raum ist mit so 20 cm hohen Papierbändeln, farbigen, wo eins nach dem anderen gekommen ist. Also die sind so gestanden im Raum. Also so in einer Wellenstruktur? In einer Wellenstruktur, dann sind sie nicht umgekehrt. Oder? Eben in sich selber gestanden. Ja. Ja. Also wie ein Teppich. Also gerade nicht die Wand nehmen, sondern den Boden nehmen. Und dann habe ich noch so farbige Bänke. Also die Bänke sind dann dort, um die Wellen anzuschauen. Und die Wände waren frei. Also es geht schon immer ums Räumliche. Und den gleichen Raum verschieden möblieren oder auch den Ausdruck machen. Also jetzt haben ein paar gesagt, sie seien sehr wohl im Raum. Beim anderen haben sie sich so ein bisschen hersitzen und dann hat es eben angefangen zu flimmern wegen diesen Wellen. Oder? Also die Wahrnehmung, die Wahrnehmung ist immer eine andere. Erproben, ja. Nein, also der Raum spielt schon eine grosse Rolle. Es gibt auch einen Raum in Wettigen, wo mich einfach so wahnsinnig an ein reformiertes Gemeindehaus erinnert. Ich weiss nicht wieso. Es ist einfach so die Art, so nach so altem Kaffee, Gemeindehäuser, so kann ich nicht ausstellen. Gibt es denn Sachen, wo du hast es vorhin kurz angetönt, eben das Video und so, auf das hast du dich nie eingelassen, aber jetzt, du schaffst gerne mit Räumen, also du schaffst in Räumen, du setzt dich mit den Räumen auseinander, du hast verschiedene Materialien. Gibt es denn jetzt etwas innerhalb von deinem Bereich, wo du aber sagst, nein, also das würde ich jetzt nicht machen oder das mache ich nicht? Ja. Oder etwas, was du mal probiert hast und merkst, ist nicht mein Ding? Ja, also dass ich so gross arbeiten konnte, das würde ich jetzt nicht mehr voraussetzen, dass ich das wählen kann, allein. Ich kann es vielleicht mit jemandem zusammen, der ein bisschen lockerer arbeiten kann. Könnte es noch, aber ich könnte auch nicht so kleine Bildchen malen. Also das hat viele Leute, die Bildchen malen. Die Also können Bilder malen. Also, du bleibst bei den Objekten, aber ja. du tust sie eher von der Grösse her ein bisschen redimensionieren. Ja. Eher bei den Objekten bleiben. Und da wünsche ich mir, dass ich könnte eine Grosszügigkeit anbringen im Kleineren. Also dass ich nicht gross sein muss, um grosszügig zu sein. Dass so die kleinen Objekte könnten grosszügig wirken. Das ist noch nicht einfach. Dass es nicht passt. Also klar, da ist ein Modell. Oder ein Modell ist ein Ausweg. Aber ich will nicht so kleine Modelle
so kleine Objekte machen, ohne dass sie großzügig sind, also schwer oder intensiv in der Farbe oder in der Form oder da, wo ich etwas finde, wo mir jetzt also gegenwärtig entspricht. Du schaffst etwa so mit Strukturen, die mich jetzt im weitesten Sinn auch an ein Möbel erinnern. Stimmt das? Ich habe mal eine Ausstellung gemacht, wo ich herausfinden wollte, wann wirkt etwas wie ein Möbel und wann wirkt etwas wie ein Kunstwerk. Und das hängt sehr vom Raum ab. Ich hatte eine Galerie, die früher eine Wohnung war. Und dort hat alles, also ein Objekt, alles mit so Holzlatten gemacht, habe ich einen radiatorfarbigen, so ein strenges Objekt gemacht, aber so beige, weiß, grau, so Radiatorfarben gemalt. Und der war wie ein Radiator in diesem Zimmer. Und wenn der aber im anderen Raum war, wo ein ehemaliger Industrieraum war, eine Spinnerei in Schaffhausen, dann sind es gelöste Objekte. Dann sind es Türme oder Gestelle oder also man wollte es nie bearbeiten, auch nicht Büchergestelle. Also früher hat er Büchergestelle daraus gemacht, zum Beispiel. Aber dort ist es einem als Objekt es war dann mehr Kunst, abstrakt und nicht ein Gebrauchsobjekt. Ja. Das war eine Arbeit, auch mal ein Jahr lang. Ja. Aber das war auch die Chance, dass die Galerie so konzipiert. Also man hat einfach den Boden angesehen und es hat einen kleinen Balkon gehabt. Also war dort die Stube, auch wenn es leer ist. Oder? Und das hat man immer noch gespürt? Das spürt man durch das, ja. Oder man merkt es mit dem Linol und im Norden raus war ein Schlafzimmer wahrscheinlich. Dann habe ich dort so ein rotes Doppellattenbett gemacht. Also. Aber es war ein Körper, nicht ein Bett. Also. Hat sich das dann auch ausgewirkt? Also deine Kunst im Raum, Beziehung zum Raum, Wahrnehmung zum Raum, auf daheim, also aufs Wohnen, aufs Einrichten? Oder? Nicht fest, nein. Nein, ich habe es dann nicht so um mich herum so richtig vertreibt. Also es hat ein paar Sachen nur von mir da oben. Und da habe ich eher dem Klaus den Auftrag gegeben. So. Oder er hat sich, oder so. Also oder wir haben miteinander darüber geredet. Ja. Ist denn dein Schaffen als Künstlerin und er als Architekt, Innenarchitekt, Möbeldesigner, hat sich das irgendwo befruchtet oder habt ihr euch an gewissen Punkten getroffen? Ja. Nein, ich glaube, ich hatte eher technische Probleme, die ich lösen musste, wo mir der Klaus geholfen hat. Wahrscheinlich ist das so. Aber dass du jetzt mit deiner Nicht bewusst. Ja, oder Farbgestaltung und so. Weil der Klaus hat sich ja dann mit Fosgos auch... Da wäre noch mal ein Moment gewesen, wo ich gesagt habe, ich will nicht mitarbeiten, wenn die schon 3 sind. Und dann wollte ich nicht auch noch dazukommen und nicken. Also auch da war noch mal ein Weg, den ich auch selber machen wollte. Dein eigener Weg? Ja, mein eigener Weg, so, ja. wie es geht. Ja. Ja. Und es ist dann bei ihm auch, mit dieser Architektur ist es dann anders gelaufen. Oder? Er hat dann schon einen anderen Weg genommen über die Architektur. Und jetzt ist es einfach auch eine andere Situation, wenn er so Möbel macht. Es ist auch wieder so ein Zurück auf die Anfänge, die er gelernt hat. Das kommt dann schon zur Sprache. Also dann heisst, das verstehe ich richtig, hast du nie so klassische Innenarchitekturprojekte gemacht? Nein, sondern es ist relativ einfach, um dich verselbstständigen, abheben, hast du gerade umgeschwenkt auf das Objekt. Ja. Ich bin auch, wahrscheinlich wäre ich eben nicht eine Innenarchitektur-Schülerin gewesen, wenn es die F&F gegeben hätte. Aber ich habe wirklich etwas Dreidimensionales gesucht, Material. Aber nicht im klassischen Sinn. Also es hat noch, beim Täuber hat man noch Bildhauerei gehabt, also hat man so Gips
Relief müssen machen. Aber dass man mit anderem Material arbeiten kann, ob es jetzt Spaghetti sind oder was auch, das ist gar nicht in Frage in der traditionellen Schule, damals, Kunstgewerbeschule. Deine Architektur war insofern fast wie ein Sprungbrett gewesen. Schon auch, ja. Ich habe schon auch die ganze Methode, wie man mit sich umgehen kann und mit dem Gestalten. Also mit dem Beruf vom Gestalter. Da kann man ja nicht einfach hinsitzen und dann ist es, sondern ja, auch die Skizzerei machen und das Verwerfen und Skizzen, die man nur selber lesen kann und Skizzen, die für die anderen sind und all die Methoden habe ich schon dort, aber mit der F&F zusammen, glaube ich. Es war nicht alleine. Also die Selbstkritik ist sicher vom Willi Gusch. Ja. Wenn du jetzt deine Lehre, die du gemacht hast, deine Ausbildung, dann deine 20 Jahre, die du selber unterrichtet hast, vergleichst du das mit heute? Hast du Vergleichsmöglichkeiten? Was ist heute anders? Oder was ist besser oder weniger gut? Also besser ist sicher, dass es selbstverständlich ist, dass man auf verschiedenen Ebenen kann sich ausdrücken innerhalb dem Fach, dass man das auch pflegt an der Schule. Ich frage mich ein bisschen, wo das die Seriosität beim Arbeiten stattfindet, weil man findet alles so gleich toll oder lustig, weil ich vermute, dass das Präsentieren mit dem Computerarbeiten immer gerade so eine Perfektion zeigt, wo eben auch die Reibungsflächen, die die Menschen in sich haben, wie abtötet. Also man kommt keine dreckigen Finger rüber mehr, wenn man ein gehobeltes Holz zeichnet oder macht. Oder einfach man verbrennt sich nicht mehr, man macht ja die Erfahrung nicht, dass etwas zusammenfällt. Es ist mehr im Virtuellen. Ja, ja. Und dann die Überlastung vom Aneignen, vom Reden. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Gefahr, dass man mehr sollte können langsam tun, sich wieder Zeit nehmen zum Tun und dann kann man noch reden, als dass man viel redet und am Schluss noch schnell tut. Ich weiß nicht recht, ich bin nicht so sicher, aber so die Arbeiten bin ich ein bisschen. Auch, dass nicht jede Idee wahnsinnig gut ist, das darf man ruhig auch. Oder das muss man einfach auch selber erleben, dass man es ausscheiden muss und nicht gerade die Öffentlichkeit sich so toll anstellt. Das ist aber vielleicht nötig für die Menschen, für die jungen Menschen, die jetzt das machen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich bin da so ein bisschen hilflos. So. Aber du verfolgst es noch, was so die Ausbildung heute anbelangt? Ja, dass die künstlerische oder innenarchitektonische? Ich verfolge es über die Zone, wo es Schule gibt, Luzern, Animation, also Bild, Film, Zeichnungsfilm. Höre ich das raus, dass deine Kinder, du hast ja 3 Kinder gehabt, oder immer noch, die sind alle so ein bisschen im kreativen Bereich tätig oder im Schöpferischen? Oder ja, wie also muss der ich das Basil sehen? am meisten mit seinen Trickfilmen. Und der Cornel, der hat ganz früh gesagt, ich will nicht selber kreieren, ich will den Leuten helfen, die etwas machen wollen. Und er hat Maschinenmechaniker gemacht und dann nachher das Tech Muttens und hat dann gesagt, so, jetzt ist gut, jetzt fange ich selber eine Bude an und hat nie mehr mit Göfferli in die Firma laufen als Maschineningenieur. Das war für ihn ein Graus. Und er hilft jetzt so den Museen, also Werdenberg hat er etwas gemacht, Kiburg und Gotthard. Er arbeitet mit der Firma zusammen, Grönland.
Ah ja, ja. Dort ist er auch im Buch und ist jetzt plötzlich so der Typus Handwerker, der für die Ausbildungen so... Spannend, spannend. Im Tagesanzeiger, beim Bildungsbund hat er eine Reportage über seine Bude gehabt und seinen Werdegang. Also er ist aber ganz ein Handwerker. Und, der macht fast keine Pläne. Der zeichnet die komischsten mechanischen Teile, macht er aus dem Kopf raus. Wenn wir vielleicht gerade noch zum Abschluss auf den Raum gehen, Rosmarie, wo sind wir da? Was ist das für ein Raum, wo wir uns jetzt hier befinden? Ja, da ist so der Raum, wo eigentlich mir ist. Und oben ist so der Raum, wo alle 5 oder 6 Kinder kommen mit dem Klaus Bilderbücher anschauen oder Sirup trinken oder sonst also dort oben ist der Allgemeinraum und da ist der mir. Also ich dehne mich da aus und ich verträge auch nicht, da unten etwas anderes zu machen. Also nicht, dass ich da unten jetzt nähen oder flicken oder ich kann da meine Büroarbeit machen und meine Entwurfsarbeit und wenn ein bisschen malen oder ein bisschen entwickeln, aber es ist mir. Aber du nennst es nicht Atelier, oder ist es dein Atelier? Mein Atelier ist eigentlich im Griff Aarau, wo ich grössere Sachen machen kann und Sachen liegen lassen. Und auch liegen lassen, damit ich vergleichen kann, damit ich eine Art eine Ansicht entwickeln über meine Arbeiten. Und da kann ich da weniger, weil ich muss immer wieder zusammenräumen und es ist immer so, es ist mir so ein bisschen zu nahe, aber ich brauche meinen Raum, wo ich meine Spielsachen habe, wo nicht durch das Haus und durch das Familienleben und irgendwie durch die Wäsche zusammenlegen und all das Zeug. Aber da schaffst du nicht durchkreuzen. Da schaffst du im Kleinen, da machst du Modell, ja. Aber du hast auch ein gewisses Archiv da, wenn ich das sehe. Ja. Also da hinten, die weißen Säcke, das ist eine Arbeit drin von 2019. Und mein Atelier in Aarau ist im 2. Stock oben, dann bin ich zu faul, um es aufzutragen. Es hat einfach auch ganz praktische Gründe, dass es da ist. Und das Atelier in Aarau ist nicht geheizt. Das ist unfreundlich im Winter. Dann brauche ich zur Vorbereitung, vielleicht, zur Vorbereitung vom Sommer brauche ich das Atelier. Aber es wird eben immer schwieriger, etwas noch zu machen, weil so viele Ausstellungen werde ich nicht mehr machen und so auf Vorort arbeiten, gross, ist eben, ja, braucht Lagerraum und Material und ich tue schon manchmal die Leute, die mit Video arbeiten und dann so mit so einem Kästchen kommen, ein bisschen beneiden oder so. Wo grosse Räume können so zeigen, oder? Vielen Dank, Rosmarie, für das interessante Gespräch und den Einblick in dein Leben als Künstlerin, als Mutter, als Faschinenarchitektin. Danke vielmals. Es war gut, mal so zurückzuschauen. Muss ich immer wieder mal ein bisschen in sich hinein herumgrübeln, was eigentlich alles war.